Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV bei einer weiteren Folge vom How to Ride a Motorcycle Motorradfahren lernen. Diesmal aus meiner Sicht der wichtigsten Folge dieser Serie, die richtige Linie auf der Landstraße. Finden wir sie gemeinsam. Die richtige Linie auf der Landstraße finden, aus meiner persönlichen Sicht, die wichtigste Folge dieser 20-teiligen Serie. Bin gespannt, ob Sie das auch so seht. Aber jetzt kommt schon der erste kontroversielle Satz, weil die richtige Linie aus meiner Sicht, wer darf denn sagen, was die richtige Linie ist? Wer ist dazu befähigt? Gibt es eine allgemein gültige Gesetzeslage für die richtige Linie auf der Landstraße? Ich habe versucht, wirklich viele unterschiedliche Leute dazu zu Wort kommen zu lassen, mit einem unterschiedlichen Background, mega Profis, Einsteiger, die sich aber auch Gedanken um das Thema machen. Und ich glaube, in Summe kommt da wirklich ein wahnsinnig gutes Video für euch raus. Zieht euch den Input rein. Also das zu frühe Reinschneiden in die Kurve ist eine Unart und höchst gefährlich. Und das machen auch nur Leute, die subjektiv zu schnell dran sind. Das heißt, da spielt die Angst eine Rolle. Da versucht man sich krampfhaft nach außen hin Reserven zu halten. Besser wäre es, mehr Geschwindigkeit abzubauen vor der Kurve und länger zu warten, bis man zur Mittellinie hinzieht. Den Raum des Gegenverkehrs, den nutze ich nicht. Unter anderem ist dieses Argument der sicheren Gewohnheiten. Das ist ganz was Wichtiges. Also wenn ich mir irgendwas angewöhne, wie zum Beispiel, ich sage, über die Mittellinie, da darf man nicht drüber fahren, dann ist das einfach, das macht man dann automatisch mit einer gewissen Zeit und das ist einfach eine sichere Gewohnheit, die jetzt meiner Meinung nach aber null Fahrspaß kostet. Weil im Endeffekt ist ja das Schönste, was es gibt beim Motorradfahren, ist Kurvenfahren. Und warum soll ich dann eine Kurve schneiden, damit ich da gerade habe, nur damit ich auf der Landstraße dann schneller bin? Das habe ich nicht. Ich fahre gern schnell Kurven auf der Landstraße, aber ich fahre halt gern Kurven. Und insofern halte ich das für mich auch so. Es gibt natürlich keinen einzigen Motorradfahrer, dem das nie passiert ist, dass er nicht über diese Mittellinie rausgekommen ist. Dass er so eine Kurven falsch eingeschätzt hat und drüber rauskommt. Und wenn man es überlebt hat, ohne Sturz, ist das großartig. Nur das, wenn einem das passiert ist, ist wirklich das Gescheiteste. Man bleibt kurz stehen und macht sich bewusst, dass man jetzt einen wirklich schweren Fehler gemacht hat. Aber das ist ein echtes No-Go, wo man nicht nur sich selbst, sondern auch den Entgegenkommenden gefährdet. Und die Leute, es gibt leider ein paar, die da drauf husten und die das absichtlich machen, die sagen, mir ist das komplett egal, ich schneide da durch, was nur geht. Das ist meiner Meinung nach tatsächlich unverantwortlich. Ich habe es allerdings schon erlebt, dass ich so jemanden dann versucht habe, jetzt irgendwie nicht wie der Oberlehrer, aber ihm halt zu erklären, dass das wirklich ein gefährlicher Vorgang ist. Na, der hat wahrscheinlich geglaubt, das, was man halt immer glaubt, na, das ist ein alter Trottel. Ja. Aber Mittellinie ist tabu. Ausholen in den Gegenverkehr oder Kurven schneiden ist etwas, was ich absolut vermeide, wenn es sich irgendwie machen lässt, weil ich denke mir, wenn man das einmal macht, dann wird es zur Gewohnheit und das geht halt dann vielleicht 20, 25 Kurven gut und in der 26. Kurve hast du aber vielleicht ein Auto übersehen und bist in der Bredouille und hast möglicherweise einen Unfall, also das ist es nicht wert. Ich versuche immer wirklich, sobald es möglich ist oder so oft es geht, mich auf der richtigen Fahrbahnseite zu halten natürlich, aber auch im rechten Drittel des Fahrstreifens, sodass ich da einfach genug Platz habe, um zu manövrieren, um zu korrigieren, wenn es halt erforderlich ist. Bei Kurven, wenn man am Aachensee hochfährt, hat jetzt das Innenministerium oder was soll ich sagen, oder das Verkehrsministerium diese Runden, auf der rechten Seite runde Kreise aufgemalt. Keiner weiß warum. Jeder fragt mich. Und das ist dazu da, dass du deine Ideallinie fährst, weiter rechts, dass du nicht in den Gegenverkehr mit dem Spiegel oder mit deinem Helm einschlagst. Sehr interessant. Und da fahre ich mir mit den Gästen gerne raus, schaue in den Rückspiegel und 60% fahren über die Kreise und der Rest hat die Ideallinie. Und wenn du das vorfährst, dann fahren sie das. Fahren sie das nach, kann man gut sehen. Wir beginnen da bei den Langsamfahrübungen am Übungsplatz. Wenn du zum Beispiel einen schönen Achter fahren möchtest, musst du halt mindestens so einen Drittel, eher halben Kreis vorausschauen.
Und das merkst du dann schon bei der Kopfhaltung, ob der genau dorthin schaut, wo du möchtest. Und das, was ich am Übungsplatz trainiert habe, kann ich dann beim Kurvenfahren auf der Straße genauso anwenden. Und dann bleibt man halt am Straßenrand stehen, schaut sich die Kurve an und bespricht einmal, wie man es ungefähr macht. Ich kann ihn bei mir hinten draufsetzen und kann sagen, ich zeige dir mal, zu früh in die Kurve reinfahren heißt, du kommst im Gegenverkehr raus. Im Gegensatz dazu, wenn ich lang draußen bleibe und spät reinziehe, komme ich schön innen raus. Das kann ich selber vorführen. Und wir haben in Österreich ja den großen Vorteil, dass bei uns der Fahrlehrer vorne mit dem Motorrad fährt. Das ist in Deutschland zum Beispiel anders. Der wird sehr oft mit dem Auto ausgebildet und der Fahrlehrer fährt mit dem Auto voraus oder hinten nach. Da ist das Demonstrieren der Fahrlinien natürlich ja, eine Herausforderung. Die normale Fahrlinie des Motorradfahrers ist im sogenannten Spurstreifen. Das heißt, du hast je nachdem, welche Fahrbahnoberfläche es hast, dann zwischen den Rädern der Autos ein bisschen einen helleren oder dunkleren Streifen. Und das ist die normale Fahrlinie, in der sich der Motorradfahrer bewegt. Ich kann jetzt in einer Linkskurve, kann ein bisschen weiter rechts im Spurstreifen fahren, damit ich das mit der Schräglage ausgleiche. In einer Rechtskurve bin ich ein bisschen weiter links im Spurstreifen. Und jetzt kommt noch das Thema Rechtsverordnung dazu. Bei unübersichtlichen Straßenstellen muss ich zum Beispiel am rechten Fahrbahnrand fahren. Dann wäre ich halt ganz rechts fahren müssen. Das heißt, ich verlasse im Prinzip diesen Spurstreifen zwischen den Rädern und nehme noch die Lauffläche der rechten Räder der PKW dazu bis zum Fahrbahnrand, je nachdem wie der Bewuchs ist von der Schräglage und so weiter. Es ist die Abstimmung zwischen dem, was die Straßenverkehrsordnung verlangt, was der Motorradfahrer jetzt fahrtechnisch braucht und dem, was dann an Ideallinie mit lang draußen bleiben und so weiter hin und wieder im Internet zu finden ist, das ist eine sehr schöne Bandbreite. Ja, das sind zwei Themen. Ich meine, das eine ist einmal, wenn man mal ein bisschen schnell reinfährt, was gerade einmal für einen Anfänger mal so ein Thema ist, dass man sich mal ein bisschen verschätzt. Oder auch für einen Routinierten kann das passieren. Da neigt man gern dazu, dass man Rechtskurven natürlich gern dann im Gegenverkehrsbereich umschaut oder Linkskurven gern die Böschung anvisiert. Also das ist so ein Thema und bei den Linkskurven neigt man gerne dazu zum Kurvenschneiden, da man sich da Richtung Leitlinie orientiert und gerade unübersichtliche Kurven. Ich kenne schon einige Kandidaten, die da Kontaktaufnahme gehabt haben mit Gegenverkehr und Gegenverkehr, der schmerzt. Also dahingehend sind das die zwei Themen, die gerne passieren. Wir schulen es in verschiedenen Art und Weisen, da komme ich dazu. Aber erstmal verbal schulen wir es so, dass es die richtige Linie so erstmal gar nicht gibt. Es gibt eine Linie. Die Frage ist, was ich will. Auf der Straße sollte die Linie so angelegt sein, erstmal, das sind so zwei pauschale Dinge, dass ich niemals das Gefühl habe, jetzt gerade am oder über meinem Limit zu fahren. Das heißt, mir eine Sicherheitsreserve einzubauen, platztechnisch, und in der Art und Weise, wie ich fahre, immer das Gefühl haben, dass ich alles im Griff habe. Das ist mal der erste Parameter. Und der zweite Parameter ist, dass ich in jeder Situation und in jedem Verlauf einer Kurve oder einer Strecke immer handlungsfähig bleibe. Ja? Das sind so die zwei Dinge, dass ich mit mir hundertprozentig klar bin und auch noch was tun kann. Wer da aus dem Raster rausfällt, wird schnell schon mal selber zum Passagier oder nicht mehr ganz so handlungsfähig und kann dann mit Einflüssen von außen umso schwieriger oder gar nicht mehr umgehen. In die Gewohnheit wieder. Wenn man weit aussieht und dann sozusagen ein leichtes Doppel-S oder was immer da ist, gerade durchfährt und über die Mittellinie fährt, dann besteht das Problem dieser Gewohnheit wieder. Und die ganzen Analysen, die ich schon 2013 für das Kuratorium für Verkehrssicherheit gemacht habe, dann füllen wir und machen wir eine Verhaltensanalyse in zwei in Kärnten befindliche, leider sehr unfallintensive Linkskurven, füllen wir über 800 Motorradfahrer und davon fahren 95% brutal, wirklich, das Wort verwende ich jetzt ganz, brutal falsch. So früh an der Mittellinie, dass sie die Kurven nicht fertig sehen und dadurch eben die Unfallgefahr ist, weil wenn dort dann ein Gegenverkehr kommt, fehlt die Zeit. Dann schaffen wir es wieder mit unserer Reaktionszeit nicht, diesen Fahrlinienfehler zu korrigieren. Wenn ich weit sehe, ist kein Problem. Es gibt genug Straßenabschnitte, da könnte ich
500 Meter lang in einem riesen langen Linksbogen auf der linken Vorbahnhälfte fahren. Und wenn ich weit entfernt einen Gegenverkehr auftauchen sehe, fahre ich ganz gemütlich auf die rechte Seite zurück und der sieht nicht einmal, der Gegenverkehr, dass ich falsch gefahren bin. Und das funktioniert in einer Kurve unter 30 Meter Sichtweite nicht mehr. Weil erstens einmal, dieses Kurvenschneiden bewirkt bei den Motorradfahrern mit einer etwas höheren Geschwindigkeit die Kurve zu fahren, weil sie ja emotional weit weg vom Schmutz, vom verschmutzten rechten Rand sind, der ja sowieso in den seltensten Fällen verschmutzt ist. Aber egal jetzt, man getraut sich dann weit weg von der, sie fahren ja optisch in der Mitte der Straße, in der Nähe der Mittellinie. Jetzt haben sie das Gefühl, nach links und rechts Reserven zu haben. Wenn ich aber zu früh in der Linkskurve nach innen gehe und es kommt ein Fahrzeug entgegen, dann muss ich aufmachen, damit ich nicht mit dem Fahrzeug auf Kollision bin. Das Aufmachen gelingt fast immer. Wir haben ganz wenig Frontalkollisionen. Wir haben aber sehr viele Unfälle, wo durch das Aufmachen und eben, weil man sich getraut, herinnen weiter höhere Geschwindigkeit zu fahren, dann wird aufgemacht und mit der hohen Geschwindigkeit ist die Leitschiene, die Außenleitschiene, weil wenn links unübersichtlich ist, ist immer außen die Leitschiene, rechts außen, die Leitschiene touchiert wird mit einer mehr oder weniger hohen Geschwindigkeit, die Personen teilweise dann aufgrund vom Aufprall über die Leitschiene ins Bachbett runter fallen und tödlich verletzt sind. Ich bin 1,86 groß, bei 40 Grad Schräglage, also nicht einmal maximal, man kann mehr fahren, was ich, wie gesagt, auf der öffentlichen Straße nicht empfehle, aber da sind wir schon einmal ungefähr 1,30 Meter, 1,35 Meter Bart. Also breiter wie ein Drittel der Fahrbahn. Es gibt Passstraßen in Italien, in der Schweiz, wo am Beginn der Straße ein Verkehrszeichen ist mit einem Bus drauf und da steht drunter maximal 10 Meter. Diese Fahrzeuge mit der maximal 10 Meter Beschränkung sind trotzdem so groß, dass sie in einer Spitzkehre die gesamte Fahrbahn brauchen. Das heißt, es muss auch ein Motorradfahrer, der Bus kommt bergauf, Spitzkehre entgegen, Motorradfahrer muss stehen bleiben, weil sonst geht es sich nicht aus. Also von der erlaubten Fahrbahnbenutzung dürfen Fahrzeuge kurzzeitig in Kurvenbereichen die gesamte Straße benutzen. Weil wenn ich, bleiben wir mal bei der Rechtskurve, wenn ich bei einer Rechtskurve, auch wenn sie unübersichtlich ist, ganz nach rechts fahren kann, aufgrund meiner gewählten Geschwindigkeit, dass ich fahrtechnisch mich nicht selbst überfordere, kann ich nach außen innerhalb der eigenen Fahrbahn ausweichen. Das Aufmachen ist ja eher ein natürlicher Reflex als wie das Nachdrücken, was mental und auch möglicherweise sogar von den Haftungswerten des Reifens ein Problem ist. Weil vor einer verschmutzten Stelle noch mehr Schräglage erzeugen, wo unser Hirn eigentlich sagt, aufmachen, ja, senkrecht drüber, weil senkrecht getraue ich mich über eine Ölspur drüber fahren, aber nicht in Schräglage. Das heißt, ich muss dann eine Handlung vollziehen, um möglicherweise unfallfrei zu bleiben, die extrem schwer ist, fahrtechnisch wie mental schwer ist. Die Stellen, die wir mir analysiert haben, laufen so ab, dass wenn ich mit einer passenden, für mich passenden Geschwindigkeit auf Sicht, weil die Fahrbahnbreite erlaubt, auf Sicht zu fahren. Das heißt, jetzt habe ich eine Geschwindigkeit, dass ich innerhalb meiner eigenen Sichtweite stehen bleiben kann. Ich habe die Finger bei einer unübersichtlichen Kurve auf der Bremse, ich bin bremsbereit, ich fahre um die Kurven, kann, weil ich schon bremsbereit bin, vielleicht in 0,7 Sekunden reagieren, nicht in einer Sekunde, kann man schon 3/10 Sekunden möglicherweise sparen und habe dann bis zu einem stehenden Hindernis die Chance, stehen zu bleiben. Die gleiche Situation, das ist kein stehendes Hindernis, das ist ein schlampig entgegenkommendes Fahrzeug. So wie ich auf die Bremsen gehe, ist mir der in den 7/10 Sekunden, wenn er 50 fährt, fahren wir 13,89 Meter pro Sekunde, also sagen wir 14 Meter fürs Kopf rechnen, der fährt mir in die 7/10 Sekunden, 1,4 mal 7 ist schon 9,8 Meter entgegen. Der nimmt mir den ganzen Bremsweg, weil bei 50 km/h ungefähr, wenn ich gut bremse und die Maschine nicht mehr eine starke Schräglage hat, kann ich knapp unter 10 Meter 50 km/h zum Stillstand bremsen, die nimmt man aber weg, die 10 Meter.
das ist natürlich Übungssache und es geht darum, möglichst bewusst eine Kurve zu fahren. Das heißt, eine gewisse Reflexionsfähigkeit ist für einen Motorradfahrer notwendig, dass er sich auch selbst beobachtet, was mache ich da? Wo habe ich gebremst? Wo am Fahrstreifen befinde ich mich gerade? Und dann ganz bewusst mit der Blicktechnik lange wartet, in die Kurve reinschaut und die Kurven von außen nach innen dann fährt. Ja, eben das, worum es ja beim Hannes, beim 1000 bei Straßentraining ganz stark geht, ist eben die Fahrlinie eigentlich. Und da muss ich mir noch immer was abgewöhnen. Also das wird einem auch vermittelt, das muss man wiederholen, bis das dann drin ist. Aber Fahrlinie zum Beispiel, in der Fahrschule habe ich halt so die ideale Fahrlinie gelernt. Aber beim Hannes hat es dann geheißen, das ist so die ideale Fahrlinie, wenn man alleine auf der Straße ist, aber man ist nie alleine auf der Straße. Deswegen gibt es eigentlich eine sichere Fahrlinie, die man eigentlich fahren sollte, wenn einem das eigene Leben lieb ist. Und da arbeite ich noch immer daran, dass ich mich an diese sichere Fahrlinie halte. Und das ist jedes Mal, wenn ich fahre, ist das ein Kampf sozusagen gegen die Gewohnheit, damit man doch dann das anders fährt, so wie es einem dann im Nachhinein beigebracht wurde. Und die Gewohnheit ist ein Hund, also das ist ein harter Kampf. Eine Rechtskurve soll ich wieder von der Drittellösung im linken Drittel hinfahren, weil wenn ich rechts eine Mauer habe, wenn ich rechts, teilweise gibt es doppelte Leitschienen, die sind höher, irgendeine Barriere oder auch eine unübersichtliche Kurve rechts ist, kann ich nicht innen fahren und Schräglage erzeugen. Da komme ich zu nahe zum bautechnischen oder zum naturbedingten Hindernis. Das heißt, wenn ich von außen fahre und nicht zu spät, ich darf nicht die ganze Rechtskurven außen fahren, weil wenn mir ein kurvenschneidendes Fahrzeug entgegenkommt, hätte ich ein Problem. Aber das Anfahren von außen und dann beim Einnehmen der Schräglage, muss ich natürlich das richtige Timing finden, ist ja bei der Linkskurven, ich darf nicht zu früh und bei der Rechtskurven darf ich nicht zu spät in die Schräglage gehen, damit ich sehr schnell von den Außenbereich trotzdem wegkomme. Aber am Ende der Kurven, egal wie viel Winkel gerade die Kurven hat, soll ich wieder auf alle Fälle im rechten Drittel sein. Und für mich persönlich ist es wieder das Wort, so nahe wie möglich am rechten Vorbahnrand. Und wenn es eben bis zum Vorbahnrand sauber ist, soll man den Vorbahnrand bewusst erreichen. Das ist dann gleichzeitig eine Eigenkontrolle für die gefahrene Geschwindigkeit in der Kurve. Weil wenn die Geschwindigkeit zu meinem Vorkönnen nicht ganz genau dazu passt, werde ich immer nach außen getragen. Jeder Motorradfahrer, der zu schnell fährt, den tragst du nach außen, nie nach innen. Das heißt, wenn ich aber nach innen komme, und das aber ohne Anstrengung, dass ich kämpfen muss, damit ich nach innen komme, dann ist das bei der Kurven, die ich so gefahren bin, die absolute Bestätigung, dass meine Geschwindigkeit der Situation angepasst war. Sagen wir so, die Leute nutzen natürlich, dass jemand vorausfährt, der einmal die Region kennt, der die Strecken kennt und dadurch schon mal sehr gut vorausfährt, weil er genau weiß, wie welche Kurven anfahren. Ich selber bin jetzt nicht der Typ, der gerne hinten nachfahren wird. Ich fahre sehr gerne voraus, also auch privat. Ich denke aber, dass es schon ein sehr großer Vorteil ist für jemanden, der vielleicht auch nicht so routiniert ist, wenn er einfach nur der Linie folgen kann. Vor allem, wenn das Ganze eher dynamisch geht und nicht hektisch. Ich sage, es gibt ja Leute, die fahren voll beschleunigend auf jeder Kurve auf jeder Geraden, stechen vor jeder Kurve das Tempo wieder ab und reißen wieder an. Wir versuchen einfach, dass wir einen sehr harmonischen Fluss reinbringen. Wenn man eine Einzelkurve fährt, habe ich am Ende eine Gerade. Eine Kurvenkombination ist aber, dass sofort aus einer rechts, einer links oder umgekehrt ist. Das heißt, ich kann keine geraden Zwischenstück zwischen zwei Kurven nützen, um eine falsche Fahrlinie zu korrigieren. Wenn ich eine Kurve falsch verlasse, fahre ich automatisch falsch in die nächste Kurve hinein. Das ist einmal das Problem. Und das nächste ist, bei Kurvenkombinationen fahre ich teilweise innerhalb der eigenen Fahrbahnhälfte geradeaus.
Also ich vertrete sehr wohl die Meinung, nicht das Kurvenschneiden, aber wenn ich eine leichte Bogen habe, einen leichten Radiusbogen, wenn ich innerhalb der eigenen Fahrbahnhälfte geradeaus fahren kann, fahre ich geradeaus. Ich versuche jede Kurve so perfekt wie möglich zu fahren und dort, wo keine Kurven ist, fahre ich keine. Die Motorradfahrer lassen sich von subjektiven Gefahren, die diskutiert werden, leiten, weil es wird immer wieder, auch wenn sie meine Videos sehen, hast du keine Angst vor Dreck auf dem rechten Rand. Ich fahre ja in keinen Dreck, keine Farbe und lesen muss ja in der Mitte. Also würde ich immer nur im mittleren Drittel fahren, muss ich ja genauso Farbe und lesen und einer Verschmutzung ausweichen können. Da legen wir im Moment sehr, sehr viel Wert drauf, dass einfach die Reifen Vertrauen vermitteln. Der größte Punkt dafür ist Warm-up. Also der Reifen muss einfach sehr, sehr schnell auf Betriebstemperatur kommen. Das heißt, die Gummimischung kann sich super verzahnen mit dem Untergrund und die Karkasse kann super gut arbeiten. Das heißt, je schneller sich der Reifen aufwärmt, desto besser Vertrauen hat man auch zum Vorderrad. Ja, nach vielen Gesprächen für diese 20-teilige Videoserie Motorradfahren lernen und nach auch vielen Erfahrungen draußen muss ich sagen, oft sind das solche Fahrtechnik-Videos so ein bisschen oberlehrermäßig und dann ist es vielleicht für den einen oder anderen jüngeren und coolen Zuseher so ein bisschen uncool, wenn man sich da jetzt den Spaß verderben lässt und da jetzt nur mehr mit Sicherheit und Oberlehrer Zeigefinger gemahnt wird. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ist das Fahren mit einer sicheren Linie, so wie wir es da in dem Video jetzt auch wirklich oft von den Experten so bestätigt bekommen haben, auf der anderen Seite auch ziemlich sicher jene Linie, mit der man dann einfach am schnellsten unterwegs ist, wo man dann auch der coole Typ ist, wenn man das so sagen kann, wenn man aus Geschwindigkeit auch gleich cool für sich rauszieht. Weil wenn man die Linie so wählt, dass man einen guten Überblick hat, was da hinter der Kurve passiert, also spät einlenkt, auf seiner Seite bleibt, dann hat man einfach auch die Möglichkeit, ja, früher ans Gas zu gehen und die Power von diesen Motoren zu nutzen. Also somit ergibt sich die optimale Grätsche zwischen Sicherheit und Geschwindigkeit, ergibt sich schon alleine auch dadurch, wenn ich die sicherste Linie fahre, das ist dann auch gleichzeitig die schnellste Linie, wenn es für euch auf der anderen Seite dann halt das so wichtig ist. Weil der Zufall natürlich das Glück ist so groß, dass eben dieses Zeitfenster so selten passiert, dass wirklich der Motorradfahrer, der auf zu enge Vorlinie fährt in der Linkskurven, dass wirklich zum ungünstigsten Zeitpunkt ein großes Fahrzeug entgegenkommt. Dass es dieses Zeitfenster trifft. Weil wenn man eine Kurve mit 30 Meter Sichtweite, ist der ganze Wegverlauf durch die Kurve, also von Einnehmen der Schräglage bis zum Aufrichten, dass ich den ganzen Bogen gefahren bin, ungefähr 75 Meter lang. Es sind aber nur 2,5 Meter, eher weniger, in der Kurve. Und wenn dort die theoretische, aufgrund der Annäherung, die theoretische Kollision erfolgen würde, funktioniert das Ausweichen auch nicht mehr. Deshalb haben wir auch so viele Motorradfahrer im Kopf, ja, da mache ich einen Schwenker. Weil der schon geholfen hat, aber nicht in die 2 Meter drin, die theoretische Kollision erfolgt wäre. Ja, die richtige Linie auf der Landstraße finden. Ich muss sagen, es ist schon so, dass immer wieder auf der Landstraße mir Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer auf der falschen Seite entgegenkommen. Aber in Summe muss ich sagen, muss ich jetzt wirklich eine Lanze brechen für uns Motorradfahrer. Es ist schon so, dass zumindest wir uns darüber Gedanken machen und darüber sprechen. Oder habt ihr schon mal Autofahrer reden gehört über, hey, wie könnte man die richtige Linie bei einer Landstraße finden? Also ich glaube, andere Verkehrsteilnehmer machen sich über das Thema aus meiner Sicht überhaupt keine Gedanken. Und bei uns Motorradfahrern ist so, dass ich glaube ich schon, ein Großteil der Leute Gedanken zu dem Thema macht, aber einige Leute halt nicht das Verständnis oder das Fahrkönnen haben, um das auch umzusetzen. Und da brauche ich jetzt eure Hilfe. Ich glaube, dass dieses Video für unser aller Sicherheit ganz, ganz wichtig ist. Weil wenn euch bei der nächsten Kurve, bei der nächsten Ausfahrt, wer auf eurer Seite entgegenkommt, ist auch nicht leibend. Also nehmt bitte dieses Video, teilt das draußen im Internet, in den sozialen Netzwerken, dass möglichst viele Leute das Video sehen, weil das ist für unser aller sicher eine gute Sache. Und ich glaube, dass
grundsätzlich die Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer wahnsinnig aufgeschlossen sind für solche Tipps und für solche Tricks. Deswegen teilt die Sache, macht die Straßen mit uns gemeinsam zu einem sichereren Ort, wo wir gemeinsam viel Spaß haben können. Danke, tschüss und baba.